Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um eine Aufbewahrungstasche für eure Steckfilter. Ich habe ja hier die Steckfilter von Case, hochwertige Steckfilter aus optischem Glas, und die möchtest du natürlich, wenn du unterwegs bist, Outdoor, auch vernünftig untergebracht wissen. Welche Tasche ich mir jetzt zugelegt habe für diese Filter hier, das erkläre ich euch im Video. Wenn ihr euch Steckfilter kauft, dann haben die in der Regel natürlich eine Hülle eigentlich immer dabei. Hier von Case, die sind ziemlich genial, die sind ziemlich fest, auch haben hier oben nochmal so einen magnetischen Verschluss und du kannst die Filter hier natürlich super drin aufbewahren. Eine Sache, die mich stört, ist dieses Weiß, weil wenn du draußen unterwegs bist, kennen vielleicht viele von euch, fotografierst Outdoor, dann bleibt das natürlich A, nicht lange weiß und B, ist es sehr schwierig zu sehen, was ist für ein Filter drin. Das heißt, wenn du mehr als einen Filter hast, ich habe mittlerweile ja den einen oder anderen Filter, ihr seht es hier, ich habe 5 Stück plus einen Astro Klarfilter, aber wenn du 5 so eine Verpackung hast, dann fängst du immer vor Ort an, Klappe auf, guckst rein, was ist für ein Filter drin. Nächster Filter raus, Klappe auf, guckst rein, was ist für ein Filter drin. Das hat mich ein bisschen genervt, auch so dieses lose Sammelsurium, was ich dann jetzt hier habe mittlerweile an Filtern, das war für mich jetzt nicht so die praktischste Lösung. Dann wollte ich natürlich auch was haben, was vielleicht ein bisschen wasserabweisend ist, denn das sind die Taschen hier natürlich nicht. Ansonsten tolle Taschen. Jetzt habe ich bei Case selber mal auf der Seite geguckt. Der Hersteller macht super Filter, aber die Filtertaschen waren jetzt irgendwie so, ja, ist cool, sind so ein bisschen so im Camel-Look, so, aber das hat mir so richtig nicht gefallen. Ich selber nutze ja einen Kamerarucksack von Lowepro, ich zeige euch den mal. Den habt ihr oft bestimmt auch auf meinen Videos schon gesehen, den finde ich mega. Den habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile. Der ist von der Qualität, ist der echt, das ist schon ein Sahnestückchen so. Wenn ihr wollt, schreibt mir in die Kommentare, dann mache ich euch mal eine Vorstellung über den Rucksack. Ich habe den auch nicht gesponsert bekommen, den habe ich mir selber gekauft von meinem eigenen Geld, nachdem ich mit einigen anderen Kamerarucksäcken leider nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, denn Reißverschluss ist so eine Sache, der ist hier mega. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann stelle ich euch den Kamerarucksack mal vor, und ich habe jetzt quasi im Netz mal geschaut, was gibt es für Anbieter von Taschen, Aufbewahrungstaschen für solche Steckfiltersysteme. Ich nutze ja Steckfilter 100 x 150 mm oder auch hier der Astro Klarfilter 100 x 100 mm, also 10 x 10 cm. Also habe ich auch eine entsprechende Tasche hierfür gesucht. Dann habe ich mir im Netz einige rausgesucht und habe mir auch verschiedene im Laden schon mal angeguckt, aber irgendwie so richtig, das Richtige habe ich nicht gefunden. Und dann bin ich nochmal auf die Seite von Lowepro gegangen und habe dort diese Tasche hier gefunden, und zwar eine Filtertasche für Steckfilter. Habe mir das Ganze dann mal im Laden angeschaut und mir dann auch gekauft. Also ich habe es selbst gekauft, ich habe es nicht vom Hersteller bekommen, ist kein Werbegeschenk oder sonst irgendwas. Ich habe es mir selbst gekauft. Tasche an sich, diese Filtertasche kostet 30 Euro, ich glaube 30 Euro habe ich bezahlt, und die ist mal richtig genial. Und zwar, warum finde ich die cool? Erstmal, das Material ist wasserabweisend, was ihr hier außen habt. Es ist nicht viel Schnickschnack, irgendein Blödsinn dran, den du nicht brauchst, sondern es ist wirklich auf den Kern gebracht hier, die Tasche. Und vor allem deine Filter, das ist ja das Wichtigste an so einer Filtertasche, sind hier sicher aufgehoben. Wenn du die Tasche aufmachst, es ist ein Reißverschluss, dann gibt es hier drin verschiedene Fächer für eure Steckfilter. Und zwar kannst du 10 Steckfilter hier unterbringen. Und die Unterbringung fand ich ziemlich cool, denn ich sehe hier gleich auf den ersten Blick, welcher Filter ist es. Ich muss jetzt nicht irgendwie Taschen wie jetzt hier muss ich jeden Filter nehmen, in der Hand nehmen, auf zum nächsten Filter nehmen. Hier kann ich das ganz einfach durchblättern und sehe, welchen Filter ich hier habe. Ich habe euch hier mal einen Filter schon mal eingesteckt, damit ihr es mal sehen könnt. Die Aufnahme der Filter ist so gestaltet, dass es hier quer angeschnitten ist. Diese Einzeltasche, es ist auch immer nur pro Tasche ein Filter dann drin. Das Ganze auch nochmal hier oben farbig gekennzeichnet. Ihr seht es hier orange, dann haben wir dunkelgrau, wir haben hellgrau, wir haben schwarz. Das heißt, Rot kommt auch noch. Das heißt, ihr könnt eure Filter dann entsprechend auch noch farblich sortieren, dass ihr gar nicht mehr raufgucken müsst, sondern ihr wisst dann gleich sofort, die Farbe ist der und der Filter. So, ich kann jetzt aber trotzdem, denn ich habe ja hier unten auf meinem Filter die Beschriftung, wenn ich den hier einstecke, dann durch den schrägen Anschnitt kann ich hier oben super sehen, welcher Filter ist das. So, 10 Stück könnt ihr reinpacken, ist
optimal. Also 10 Filter, wer 10 Filter hat, Respekt. Ich habe keine 10 Filter, das heißt, mir reicht die Tasche hier auf Dicke und die ist auch nach hinten raus. Also bis ich 10 Filter zusammen habe hier von Case, ich wüsste gar nicht, welchen ich dann noch nehmen sollte. Na, der eine oder andere wird mir noch einfallen. Aber 10 ist eine gute Anzahl, also 10 Filter, das passt schon. Das Ganze, diese Tasche, ihr habt 2 Zipper, die ihr zumachen könnt, von links und rechts, und ihr habt hier oben solch einen kleinen Haltegriff, einen kleinen Henkel. Den nutze ich immer, um dieses Pack hier an mein Stativ anzuhängen. Entweder oben an die Einstellschrauben, könnt ihr super anhängen, oder wenn ihr ein Dreibein habt, das unten nochmal so einen Aufhängemechanismus, so einen Bügel hat, da nutze ich es auch. Da hänge ich es zum Beispiel bei meinem neuen Carbon-Dreibein, was ich euch ja schon vorgestellt habe im Video, hänge ich es immer da unten an und das ist das super. Ihr könnt es anhängen, macht ihr die Zipper beide auf, dann klappt das Ganze aus und dann könnt ihr hier ganz easy eure entsprechenden Filter auswählen. Das finde ich ziemlich cool. Jetzt gibt es hier drinnen noch 2 kleine Einstecktaschen. Laut Hersteller soll das für einen Schraubfilter sein. Ich weiß nicht, für welchen Spielzeugschraubfilter das sein soll. Ich habe einen 82er Filterdurchmesser. Zeige ich euch mal, das ist hier. Das passt nicht. Also wenn er ein bisschen kleiner ist, der Filterdurchmesser, dann könnt ihr hier vielleicht noch 2 Filter mit unterbringen. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wegen dem Druck, der hier auf die Platten ausgeübt wird wahrscheinlich dann. Deswegen würde ich es vielleicht, lassen. Aber ansonsten 2 Taschen, könnt ihr eine Speicherkarte reinmachen. Ihr könnt vielleicht ein Putztuch hier mit reinmachen. Ich habe meins sowieso immer hier oben noch mit drauflegen und dann das Ganze zumachen und fertig. So, was fehlt jetzt noch? 10 Platten sind drin, das ist schon mal cool. Aber ich habe jetzt natürlich hier noch meinen Filterhalter und dafür gibt es hier hinten eine Tasche. Die ist hier oben mit so einem kleinen Gummizug. Das heißt, hier meinen K9 Filterhalter kann ich optimal hier reinpacken. Das Ganze schließt und fällt auch nicht raus. Da könnt ihr auch den Kamerarucksack hier mal über Kopf irgendwo, keine Ahnung, wenn ihr runterhängt beim Bergsteigen, dann fällt auch der Filter hier nicht raus. Alles in allem eine coole Tasche von der Firma Lowpro. Ich verlinke euch das Ganze hier unten nochmal, könnt ihr euch ja mal angucken. Also mir hat sie sehr gut gefallen, finde ich wirklich cool. Wenn ihr wollt, wie gesagt, stelle ich euch nochmal den Rucksack vor. Lasst mir einfach ein paar Kommentare da. Wenn ihr sagt, ja, würde ich gerne mal sehen, was für einen Rucksack hast du. Von dem bin ich nämlich auch echt überzeugt. Und deswegen war ich jetzt letztlich auch nicht erstaunt, dass mich dann die Tasche hier natürlich auch überzeugt hat. Wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, ich habe sie mir selbst gekauft, selbst ausgesucht. Es hat mir niemand geschickt. Ich habe sie nicht umsonst bekommen. Ich bekomme auch kein Geld dafür, dass ich sie euch vorstelle, sondern ich finde es einfach genial und wollte es euch deswegen mal zeigen. Tja, vielleicht habt ihr die Tasche selber schon, dann lasst mir doch mal eure Meinung, eure Erfahrung zu dieser Tasche, zur Filtertasche von der Firma Lowpro da. Ansonsten, wenn ihr vielleicht noch eine sucht und auch das Problem habt, was ich habe, dass ich hier halt die Filter alle einzeln hatte, dann guckt euch auf jeden Fall hier mal diese Tasche an. Die ist nämlich wirklich extrem genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten, wenn euch die kurze Vorstellung meiner Filtertasche, meiner neuen Filtertasche, also ist ja nicht meine Tasche, ich habe sie ja auch nur gekauft, gefallen hat, dann gerne fürs Video einen Daumen hoch lassen und dann, wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, gerne auch mit der Produktvorstellung. Ich stelle euch auch gerne den Rucksack vor, den ich auch selbst gekauft habe, hat mir niemand gesponsert oder sonst irgendwas. Dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.